Heute lehren wir den C64, wie man mittels eines ganz normalen Kabels mit einem Raspberry Pi Pico kommuniziert. Und das machen wir mit dem UART-Protokoll. Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Das Tolle bei diesem Protokoll ist, dass es sowohl der Raspberry Pi Pico als auch der C64 bereits implementiert haben. Man muss also gar nicht mehr viel dazu tun. Und auch Hardware brauchen wir quasi keine. Ein bisschen Hardware brauchen wir und damit tauchen wir jetzt auch schon richtig ein. Damit die beiden miteinander reden können, werden sie über zwei Kommunikationsdrähte verbunden. Einmal TX, Transmit, also übertragen, und einmal RX für Receive, also empfangen. Und schon gehen wir rein ins Schaltbild. Von diesem Riesenbild und den ganzen Anschlussbezeichnern jetzt beim Pico bitte nicht verwirren lassen. Das ist, wenn man später mal Schaltungen entwickelt und eben wissen möchte, wo welche Anschlüsse was können, dann braucht man das möglicherweise alles. Momentan brauchen wir davon fast gar nichts. Also auf das meiste bitte gar nicht achten. Der Pico arbeitet mit 3,3 Volt. Das heißt, man darf ihm auch an den Eingängen nur 3,3 Volt geben. Ansonsten geht der kaputt. Der C64 gibt nämlich 5 Volt aus, wäre für den Pico zu viel. Das heißt, wir brauchen einen Pegelwandler. Der Pegelwandler übernimmt in dieser Schaltung jetzt auch noch die zweite Aufgabe des C64 User-Port-Schutzes. Wir haben hier den SIA-Baustein im C64. SIA Complex Interface Adapter, also einfach ein Ein-Ausgabe-Baustein. Dieser SIA-Baustein hängt direkt an den Datenleitungen des User-Ports. Das heißt, alles, was wir draußen an dem User-Port machen, schlägt direkt durch auf eben diesen SIA-Baustein. Jegliche Spannungsspitzen, was auch immer da passiert, geht auf den SIA-Baustein. Keine Dioden, keine Widerstände, keine Schutzbeschaltung. Das heißt, der kann da relativ schnell kaputt gehen, beziehungsweise er ist zumindest gefährdet. Und das bewerkstelligt eben jetzt der Pegelwandler auch, weil er eben nur Pegel durchlässt zu dem SIA-Baustein und keine Spannungsspitzen oder sonstige schädliche Einflüsse. Um jetzt die Verschaltung nochmal kurz und genauer gezeigt zu haben, hier ist also mein Pegelwandler. Über irgendwelche offenen Drähte geht es dann zu entsprechenden Pins. Dann kommt mein Kabel. Von diesem Kabel geht es erstmal auf so einen Brückenstecker. Ich habe das einfach deswegen gemacht, weil ich hier noch weitere Stationen vorbereitet habe. Da soll noch ein bisschen Hardware drankommen. Was ich dann auch noch gemacht habe, weil ja der Pegelwandler auch 3,3 Volt braucht, sind diese beiden Brücken auf die Stromschienen Plus und Minus. Der Raspberry gibt am Pin 36 3,3 Volt aus. Er hat also hier ein kleines Schaltnetzteil, 5 Volt kommen ja rein über USB. Und raus gehen dann eben 3,3 Volt. Das geht hier dann über die Verteilerschiene. Das heißt, alles, was ich hier noch anschließen werde, bekommt auch diese Spannungsversorgung. Und eben auch der Pegelwandler über dieses vierpolige Kabel. Der Spannungswandler braucht grundsätzlich von beiden Seiten eine Spannungsversorgung, damit er eben auch weiß, von wo nach wo und so weiter soll ich überhaupt was pegeln. Er hat hier oben die Seite HV, das soll für High Voltage stehen, hat natürlich nichts mit Hochspannung zu tun. Es geht dann nur um die Relation zu der anderen Seite. Da steht nämlich LV, da soll dann die Low oder Lower Voltage rein und hier oben die High oder besser gesagt Higher Voltage. In unserem Fall ist der C64 mit seinen 5 Volt die High Voltage Seite, kommt also hier oben hin. Plus 5 Volt auf HV als Referenz und Betriebsspannung, Ground. Klar, zu einer Spannungsversorgung gehört Ground. Auf der anderen Seite ganz genauso, einmal Ground, einmal 3,3 Volt als Low-Voltage-Referenz. Wir haben also hier auf der C64 User-Port-Seite einmal TX auf dem Pin M und einmal RX auf den Pins B und C. Woher weiß man sowas? Es gibt tolle Seiten im Internet, natürlich auch aus klassischen Büchern, aber heutzutage nimmt man das Internet und da haben wir beispielsweise die Seite C64 Wiki, das ist eine richtig gute Seite. Und hier können wir eben sehen, einerseits im Schaubild und andererseits aber auch hier bei der Belegungstabelle Signal TX, also TXD, Transmit Data, finden wir auf dem User-Port-Anschluss M, wäre im C64 das Signal PA2 und RX, also Receive Data, RXD, finden wir auf den Pins C und B, die werden also zusammengeschaltet und wären dann diese beiden Signale im C64. Genau das ist eben hier auch wieder zu finden. B und C werden zusammengeschaltet als RX und M geht als TX auf den Pegelwandler. Mit diesen beiden Signalen muss jetzt was passieren. Die müssen nämlich gekreuzt werden, also nicht physisch, sondern sie müssen einfach vertauscht werden. Was bei dem einen TX, also Transmit Data ist, also senden, muss bei dem anderen RX sein, also Receive Data, also empfangen. Und andersrum natürlich genauso. Denn nur so entsteht überhaupt der Datenverkehr.
Das haben wir hier natürlich gemacht. Ich habe das hier einfach logisch im Pegelwandler gemacht, dass ich die Leitungen einfach hier bei der Ausgangsseite bzw. bei der Low-Voltage-Seite umbenannt habe. Die Verbindung geht natürlich durch, aber für mich ist es eben ab dem Pegelwandler, weil das dann eben die Pi-Pico-Seite ist, was hier oben noch Rx war, auf einmal hier unten Rx und hier geht es über Kreuz mit dem Tx und somit habe ich meine Vertauschung im Pegelwandler quasi logisch erledigt und kann jetzt hier weitergehen auf meinen Pi-Pico. Der Pi-Pico bietet mehrere UART-Ports oder UART-Busse, genauer gesagt 2. Nummeriert sind die von UART 0 bis UART 1. Und jetzt kann man sich hier anhand dieses Schemas raussuchen, welche Pins man nimmt. Hier steht immer GP und dann wird durchnummeriert von 0 bis 28. GP steht für GPIO, was wiederum General Purpose Input Output heißt, also allgemeiner Ein-Ausgabe-Pin. Man kann diesen Pico mehr oder weniger frei konfigurieren. Verschiedene Aufgaben können von diversen Pins übernommen werden. Da ist man also wirklich sehr flexibel. Man könnte beispielsweise den UART 0 Bus nicht nur hier auf die beiden Pins 0 und 1 legen, sondern man könnte ihn auch auf 12 und 13 legen oder auch hier drüben auf 16 und 17. Genauso könnte man UART 1 auf 4 und 5 legen oder auch auf 8 und 9. Welchen man davon nimmt, das ist jetzt Sache des Entwicklers. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit Hardware-Design zu tun, wo sich das auf einer Platine am besten machen lässt. Wir haben jetzt das Steckbrett und den fertigen Pi-Pico. Da müssen wir jetzt nicht lange überlegen. Ich werde also GP 0 und 1 nehmen, so wie es eben hier auch eingezeichnet ist. Aber wenn es nötig ist, könnte man mit diesen Bussen und allgemein mit den Anschlüssen eben so ein bisschen rumjonglieren. Dieses rote USB-Kabel, das ist das offizielle Raspberry-Kabel, ist gar nicht mal so witzig. Ich habe 2 Kabel gehabt, die haben zwar zu Kameras und so weiter und zum Handy eine wunderbare Datenverbindung aufgebaut, zu dem Pi-Pico aber eben nicht. Da habe ich also durchaus ein paar Minuten gebraucht, um zu checken, dass das am Kabel liegt. Wenn man sowas also mal macht, kann man da durchaus ein Augenmerk drauf legen. Genauso wie auf die Geschichte hier, Draufsicht von außen auf den User-Port. So ist dieses Schema dargestellt. Draufsicht von außen meint genau so, wie die Kamera jetzt draufschaut, eben von hier aus dieser Blickrichtung auf den User-Port drauf. So ist die Nummerierung gemacht. Hardware erledigt, Verschaltung ist getan, jetzt brauchen wir die Software. Die Software ist natürlich zweiteilig jetzt in dem Fall. Einerseits im C64 die Software und andererseits im Pi-Pico die Software. Das werde ich im MicroPython machen mit der Tony Programmieroberfläche. Tony ist eine ganz einfache Geschichte, insbesondere für Anfänger geeignet. Man findet sich da wirklich gut zurecht und man kommt relativ schnell rein. Wie man jetzt diese Tony-Oberfläche runterlädt und installiert, da gehe ich davon aus, dass das wirklich jeder kann. Wenn man dann Tony installiert hat und das erste Mal öffnet, dann sieht das so ein bisschen trostlos aus. Es sind verschiedene Fensterbereiche. Hier links habe ich meinen Computer, also meinen Dateipfad zu meinen MicroPython-Dateien angelegt. Hier drin ist dann das eigentliche Programmierfenster. Hier unten gibt es ein paar Ausgaben. Was man jetzt als erstes machen muss, und das muss man auch nur einmalig machen, das ist, dass man Tony mit dem Pi-Pico bekannt macht. Funktioniert folgendermaßen. Wir stecken also unseren Pico ab. Hier ist ein Button. Den einfach drücken und gedrückt halten und dabei dann wieder Strom drauf geben. Dann meldet sich der Pi-Pico als Wechseldatenträger. Hier gehört jetzt eine UF2-Datei hin. Eine UF2-Datei ist so eine Art Grundgerüst, dass der Mikrocontroller, also der eigentliche Mikrocontroller, der auf der Platine drauf sitzt, überhaupt mal weiß, auf welcher Platine sitze ich, wo bin ich beheimatet. Hier ist es ein Pi-Pico 1. Es könnte aber auch ein anderes Entwicklungsboard sein oder eine ganz eigene entwickelte Hardware, auf dem eben nur dieser Mikrocontroller RP2040 sitzt. Beim Pi-Pico 2 wäre es ein RP2350. Der hat dann auch wieder ein anderes UF2-File. Da muss man sich also das Richtige raussuchen, aber ich gehe den einfacheren Weg, ich mache das über Tony. Die Initialisierungssequenz ist für Tony die gleiche. Also Button drücken und dann USB einstecken, dann kommt dieses Fenster, der Wechseldatenträger, den kann man wegschalten. Und dann hier unten bei Tony, Install MicroPython. Hier schlägt er schon vor, dass eben der RPI, RP2, das heißt, dass das hier ein Pi-Pico 1 ist, als Wechseldatenträger H ist vorgeschlagen. Da muss ich mir hier nur meine richtige Version raussuchen. Ich habe den Raspberry Pi Pico. Hätte ich einen Pi-Pico 2, dann müsste ich eben diesen hier nehmen. Aber ich habe den Pico, hätte ich einen mit WLAN, habe ich sogar, kommt hier jetzt aber nicht zum Tragen. Dann nehme ich also den, nehme ich hier den Pico, die Programmversion wird sowieso vorgeschlagen, die aktuellste, die installieren. Die wird jetzt auf den Pi-Pico draufgeladen.
Das ist erledigt, dann kann ich das auf Close setzen und jetzt hat sich das hier unten auch geändert, beziehungsweise ist aktiviert. MicroPython für den Raspberry Pi Pico auf COM7. Wenn man jetzt einmal hier oben auf Stopp drückt, dann wird also tatsächlich auch eine softwaremäßige Verbindung hergestellt und hier meldet sich der Raspberry Pi Pico brav zurück als Pi Pico mit RP2040, eben der eigentliche Mikrocontroller, der da drauf sitzt. Bei dem Pi Pico 2 Board, da wäre es ein RP2350, also da würde hier stehen RP2350. Nebenbei hat sich hier eine weitere Fläche aufgemacht. Das ist jetzt quasi der Programmspeicher des Pi Pico. Da ist natürlich noch nichts drin. Was wir als erstes brauchen, ist jetzt eine Datei. Die öffnen wir mit New. Und in diese Datei, bzw. in dieses Fenster hier, da schreiben wir jetzt auch unseren Programmcode. Als erstes lernen wir Balkenkreuz oder Raute ist einfach eine Anweisung für den Microcontroller. Bitte beachte diese Zeile nicht. Das ist nämlich ein Kommentar für den Entwickler oder auch später für andere, die sich das mal anschauen sollen, den Code, damit die auch wissen, aha, was soll denn hier überhaupt passieren. Also da kann man sich einfach Kommentare, Anmerkungen reinschreiben. Ich schreibe mir hier jetzt rein, Bibliotheken laden. Bibliotheken sind einfach eine Ansammlung von Code für ein gewisses Segment, für einen gewissen Bereich. Kann man sich in etwa ganz plastisch übersetzt vorstellen, wenn ich zu jemandem sage, du, bring mir bitte morgen vom Einkaufen Milch mit vom Supermarkt. Dann muss der wissen, was Milch ist, der muss wissen, was ein Supermarkt ist, der muss wissen, was Mitbringen ist, er muss wissen, wann morgen ist. Und all diese Geschichten, die muss ich dem ja nicht mehr beibringen, die hat er im Laufe seiner Entwicklung irgendwann mal gelernt und trägt das jetzt als Paket, als Bibliothek sozusagen mit sich rum. Und ich kann eben über diese Kurzform, bring mir bitte Milch mit, trotzdem das kriegen, was ich brauche, nämlich Milch vom Supermarkt. Ohne dass ich ihm extra jedes Mal wieder erkläre, was ist ein Supermarkt, was ist Milch. Ganz grob kann man sich das so vorstellen. Da brauchen wir from Machine. Machine ist was Allgemeines. Man könnte sagen, das geht jetzt einfach allgemein um den Mikrocontroller, um den RP2040. Da holen wir uns, und holen ist in diesem Fall mit Import bezeichnet, einmal Pin und einmal UART. Mit Pins sind die GPIOs gemeint, die wir vorhin gezeigt hatten, also GPIO 0 und GPIO 1, die wir dann fürs UART verwenden. Und UART eben, weil wir über das UART-Protokoll arbeiten wollen. Diese beiden Sachen brauchen wir. Und dann brauchen wir auch noch Time. Und Time brauchen wir, um beispielsweise Pausen im Programmcode machen zu können. Dass der Prozessor tatsächlich einfach gar nichts tut, sondern nur abwartet. Dann etablieren wir mal die Kommunikation zum C64. Auch hier mache ich mir einen entsprechenden Kommentar, C64 UART mit einem großen C. Und das ist jetzt wirklich einfach. Ich hau mir da immer eine 0 dahinter. Das ist also jetzt einfach die Variable, die den UART-Bus, den wir jetzt installieren oder implementieren, bezeichnet. UART 0 soll also vom Typ UART sein. Das taucht also jetzt genau hier wieder auf, was hier oben war. Hier unten ist das gleiche. Also hier haben wir es importiert und hier weise ich es jetzt der Variable zu, dass ich in der Variable diesen UART-Bus habe. In diesem UART-Bus müssen wir ihm angeben UART 0, denn wir können ja UART 0 oder UART 1 wählen. In dem Fall UART 0 auf den GPs 0 und 1. 1200, das ist die Bautrate, also Bit pro Sekunde. Wir können uns vielleicht noch an früher erinnern, da gab es 75 Baud, dann wurde es ein bisschen schneller und so weiter. Das waren diese Telekommunikationsgeschichten. Der C64, der ja eine RS232-Schnittstelle eigentlich softwaremäßig implementiert hat, hatte aber nie die Hardware, um diese RS232-Schnittstelle vollwertig zu nutzen. Damit wären auch höhere Geschwindigkeiten möglich gewesen. Der C64 kann bis zu 2400 Baud. Ich habe hier rumgetestet, in meinem Versuchssetting kriege ich 1200 Baud hin, 2400 gehen auch, dann wird das Ganze aber störanfälliger. Dann habe ich Fehlübertragungen. Mit 1200 fahre ich relativ sicher. Kann natürlich an diesem lapschigen Kabel liegen, da ist natürlich auch nichts abgeschirmt, vielleicht ist es auch zu lang. Wie auch immer, mit 1200 komme ich ganz gut zurecht. Dann geben wir ihm an, dass unser Datenwort 8 Bits lang ist. Da kann man sich vielleicht auch noch erinnern, früher 8N1 ist da oft mal gefallen in Sachen DFÜ, Datenfernübertragung. 8 Datenbits, keine Parität, ein Stoppbit, das war so der Standard. Also auch hier 8 Bits. Dann haben wir als Transmit-Pin, beziehungsweise als Transmit, nehmen wir den Pin 0, also GP 0. GP nicht mit echten physischen Pins verwechseln.
GP0 ist der echte Pin 1. GP1 ist der echte Pin 2. Hier kann man sich das noch merken. Da unten wird es dann schon etwas verwirrender. Wenn ich jetzt GP10 nehme, dann ist es eben nicht Pin 10, sondern ist es Pin 14. Ich rede hier nie von den physischen Pins. Ich meine immer die GPs, die GPIOs. Und wo ein TX-Pin ist, muss auch ein RX-Pin sein. Und zwar ist das der Pin 1, haben wir gesagt. Tony zeigt jetzt hier schon an durch diese graue Zeile, dass da noch was fehlt. In dem Fall eine schließende Klammer, weil hier vorne ja eine öffnende war. Und das war's schon. Das ist die ganze UART-Schnittstelle, die ist jetzt schon eingerichtet. Die ist jetzt auch schon funktionsfähig, die können wir sofort einsetzen. Und zwar, indem ich jetzt den Namen dieser UART-Schnittstelle nehme, UART 0, so wie da oben definiert. Das wird also auch gehighlightet. Und das Schlüsselwort, um jetzt darüber was zu senden, ist write. Und wir senden jetzt einfach mal ein A. Das heißt, wir senden das jetzt noch nicht, wir haben es jetzt erst programmiert und wir haben ja noch gar keinen Empfänger implementiert. Aber wir könnten das jetzt über diesen Run Current Script Button schon starten. Jetzt ist nicht viel passiert. Hier wäre die Ausgabe. Wir machen mal das da unten, was passiert. Das wäre nämlich Print. Das wäre dann eine Bildschirmausgabe beziehungsweise über die serielle Datenübertragung über das USB-Kabel kann man da was ausgeben. Machen wir Hallo. Mit einer öffnenden Klammer natürlich. So. Und wenn ich jetzt nochmal auf Run Current Script gehe, dann sieht man, dass hier also Hallo ausgegeben wird. Der Printbefehl wurde mit Druck auf den grünen Button zum Pico gesendet und der hat ihn ausgeführt. Also der hat dieses ganze Programm ausgeführt. Das ist tatsächlich schon eine Programmierung, das ist ein Programm. In dem Programm steht nicht viel drin. Da steht drin, er soll ein A auf den UART-Bus senden und er soll ein Hallo ausdrucken über Print. Und dieses Hallo printet er über den seriellen Bus. USB ist ja eine serielle Datenübertragung. In diesen seriellen Monitor nennt sich das bei Tony hinein. Und hier kann man sich das eben anschauen. Das brauchen wir nicht mehr, das Print kann weg. Und damit sind wir auch schon fertig. Das war's schon. Mehr braucht dieses Ding erstmal nicht. Natürlich, wir machen es dann gleich noch besser. Vorerst gehen wir jetzt erstmal zum C64. Wie bekannt ist der C64 kein Plug-and-Play-Gerät. Bitte keine Zusatzhardware anstecken oder abstecken, wenn der C64 noch angeschaltet ist. Vor solchen Aktionen den C64 grundsätzlich abschalten. Im C64 ist die Sache prinzipiell genauso einfach. Es ist nur ein bisschen kryptischer, aber wenn man sich darauf einlässt, ist das kein Problem. Ich möchte das als Programm machen, deswegen mache ich das gleich mal mit Zeilennummern und fange also an. Ich erkläre das gleich, was jetzt da passiert. Wir brauchen Open 2,2,0, CHR String 8 plus CHR String in meinem Fall 0. Mit Open öffnet der C64 einen Kanal, über den er dann mit einem Gerät kommuniziert. Gerät sind diese Geschichten wie beispielsweise ein Diskettenlaufwerk mit der Geräteadresse 8, 9, 10 oder 11. Drucker haben 4 oder 5 und die ersten 4 Adressen 0 bis 3, die sind reserviert. Die Adresse 2 ist für die RS232-Schnittstelle im Userport, die wir jetzt verwenden, also die zweite Ziffer ist eben die 2. Dann kommt eine 0, das ist die sogenannte Sekundäradresse, kommt bei der RS232-Geschichte nicht zum Tragen, ist also hier irrelevant. Dann kommt ein CHR-String von 8. Die 8 sagt jetzt aus, dass auch der C64 auf 1200 Baud kommunizieren soll. Wir haben das ja hier festgelegt in unserem Tony, diese 1200 Baud. Und dieses CHR-String 8 ist eben die Angabe für den C64, auch auf 1200 Baud zu kommunizieren. Das kann man auch wieder in klassischer Dokumentation rausfinden. Man kann auch hier wieder in die C64-Wiki schauen. Wir befinden uns hier im Steuerregister. Das ist das erste CHR-String, also dieses CHR-String 8. Die 8 steht eben deswegen drin, weil hier der Dezimalwert 8 für die Geschwindigkeit von 1200 Baud steht. Die anderen Geschichten in diesem Steuerregister, die brauchen wir nicht. Da haben wir hier die Anzahl der Datenbits. 8 haben wir schon festgelegt, Dezimalwert 0, kommt also nichts dazu. Und Anzahl der Stoppbits 1, das ist auch Standard, auch 0, braucht man also zu dieser 8 von da oben nichts mehr dazuzählen. Damit ist dieses CHR-String erledigt. Jetzt kommt das zweite, das ist das Befehlsregister. Da steht bei mir auch eine 0 drin. 0 steht bei mir deswegen drin, erstmal geht's los, Dezimalwert 0, 3-Draht-Modus. Stimmt hier jetzt nicht ganz. Wir haben ja nur quasi 2 Drähte für die Übertragung, aber es ist der 3-Draht-Modus. Der Extra-Modus wäre dann ein 5-drähtiger. Bit 1 bis 3 nicht benutzt. Bit 4, auch wieder eine 0 für Vollduplex. Vollduplex meint, sowohl hin wie auch zurück kann kommuniziert werden bei beidseitig voller Geschwindigkeit.
Und dann haben wir die Parität. Die Parität 8N1, 8 Datenbits, keine Parität, also None auf Englisch und ein Stoppbit. Und genau so haben wir es hier eben auch, Paritätsprüfung keine. Das heißt, ich kann hier die 0 bei CHR-String eintragen. Das war dann schon mal die erste Zeile und fast auch schon die komplizierteste. Eben diesen Kanal öffnen und die UART-Schnittstelle einrichten. Und jetzt fangen wir an, diesen geöffneten Kanal abzufragen. Get Kanal Nummer 2, also den wir gerade angelegt und geöffnet haben. Und was da abgefragt wird, das soll in die Variable A-String. In 120 können wir da auch gleich schon mal ausgeben lassen. Da machen wir print A-String. Und in 130 müssen wir das Ganze von vorne anfangen. Jetzt wäre es ja nur einmalig. Er würde einmal abfragen, legt was an, würde das ausdrucken und damit wäre das Programm schon zu Ende. Das wäre natürlich Blödsinn. Das heißt, wir springen zurück auf die Zeile 110 und fragen erneut ab, liegt am Kanal RS232 bzw. UART-Schnittstelle irgendwas an. Das war's, damit ist dieses Programm fertig. Wenn ich jetzt hier auf Run tippe, dann fragt er die ganze Zeit ab und gibt eben aus, was er findet. Es kommt nichts, weil wir nichts eingegeben haben, beziehungsweise weil momentan nichts geliefert wird. Wir gehen nochmal zurück in den Tony und da wird das auch ganz klar. Wir haben das Programm zwar gestartet und er hat vermutlich auch einmal dieses A ausgegeben, da war aber der C64 noch lange nicht auf Empfang. Das heißt, wir machen jetzt zwei Geschichten. Einmal fügen wir hier ein, dass er bitte nur dann was ausdrucken soll, wenn überhaupt was über den Kanal 2 reinkam. Und das machen wir ganz einfach. Wir fragen A-String ab. Da wurde ja das, was eingeht, reingespeichert. Wenn das ungleich nix ist, dann soll er das ausdrucken. Beim C64-Programmieren immer bei einer Zeilenänderung Return, also die Eingabetaste betätigen, sonst wird diese Zeile nicht in das Listing übernommen. So, if A-String ungleich nix, dann soll er es ausdrucken. Jetzt können wir erneut auf Run gehen und jetzt passiert nichts. Stimmt nicht. Er macht genau das, was wir gesagt haben. Er fragt die ganze Zeit ab, ist was für mich da, ist was für mich da, ist was für mich da. Solange aber nichts da ist, gibt er auch nichts aus. Das heißt, das Programm sieht zwar aus, als wäre es eingefroren, aber der C64 arbeitet die ganze Zeit im Hintergrund. So, und jetzt können wir mal schauen. Zack, da ist mein A. Auch nur wieder eines, denn ich habe auch hier immer noch keine Schleife in meinem MicroPython-Programm. Das machen wir jetzt mal eben. Und zwar gehen wir jetzt in den sogenannten Main Loop oder Hauptprogramm oder wie auch immer, wie man es auch nennen mag. Ich nenne es jetzt mal Main Loop, der sich da nennt while true, while mit i. While true ist natürlich immer true, das heißt, dieser nachfolgende Programmteil, der wird immer und immer wieder aufgerufen, bis man den Pico quasi vom Strom nimmt. MicroPython arbeitet mit Einrückungen, also nicht mit Zeilennummern. Hier wird eingerückt. Wenn ich hier irgendwie dieses While habe, dann ist es eine Schleife und dann muss der folgende Teil oder was eben in der Schleife passieren soll, muss eingerückt sein. Wir machen jetzt hier eine Pause und dann soll er erst das nächste A senden. Dann drücke ich mal wieder auf Run Current Script und schon sehen wir, dass alle eine Sekunde kommt das A daher. Bis hierhin, also genauso wie wir es wollten, ist natürlich jetzt alles nicht so wahnsinnig sinnvoll. Wir können jetzt hier auch mal das berühmte Hallo Welt rübergeben. Das machen wir auch mal. Was ich uns jetzt erspart, ist, dass ich das in Kleinbuchstaben mache, weil ja dann der C64 nur so Zeichenwirrwarr rausgibt. Standardmäßig gibt er eben Großbuchstaben aus, also gebe ich ihm jetzt auch Großbuchstaben rüber. Und dann lassen wir das mal starten. Wir sehen jetzt eine ganze Menge. Einerseits ist alles untereinander. Zweitens geht das Ganze recht schnell. Und drittens haben wir sogar Fehler in der Übertragung. Da werden Zeichen falsch übertragen. Das geht so weit, dass irgendwelche Zeichen sogar als Steuerzeichen interpretiert werden, weswegen eben jetzt auch die Farbe geändert ist. Dagegen müssen wir natürlich Abhilfe schaffen. Gegen das, dass es untereinander steht, da gibt es eine ganz schnelle Abhilfe. Wir machen einfach hinter A-String ein Semikolon. Der Printbefehl schließt im C64 grundsätzlich mit einem Zeilenumbruch ab, beziehungsweise den macht der C64 dazu. Um das zu unterbinden, macht man nach dem Printbefehl und dem, was ausgegeben werden soll, eben hier A-String, so ein Semikolon und dann lässt er das bleiben. Er klatscht es also alles hintereinander weg und den Tony werden wir jetzt auch etwas verlangsamen. Das machen wir in der Form, dass wir ihm jetzt eine For-Schleife geben und zwar for Character in, da kann ich jetzt den String wieder komplett
oder direkt eingeben, Hallo Welt, danach ein Doppelpunkt und jetzt folgt eine Schleife. In dieser Schleife sage ich wieder UART null.write und diesmal nicht den ganzen String, also nicht den ganzen Schriftzug, sondern nur den einen Charakter. Diese Vorschleife sagt nichts anderes aus, als von wegen, arbeite bitte diesen String ab, und zwar einzeln, und jeden Charakter, also jedes Zeichen, sendest du mir bitte dann über UART nach außen. Damit es nicht zu schnell hintereinander passiert, machen wir jetzt so ein Time Sleep. Sleep ist eine sehr unkomplizierte Möglichkeit, eine zeitliche Pause ins Programm einzufügen. Der Nachteil ist, dass der Prozessor in der Zeit tatsächlich steht, also er steht nicht wirklich, aber er macht nicht mit dem Programm weiter. Das kann durchaus wieder ein Problem werden. Für eine Produktivprogrammierung gäbe es also dann deutlich elegantere Varianten, die aber eben nicht ganz so unkompliziert sind. Für solche Testgeschichten tut's das Sleep auf alle Fälle. So, Timesleep Millisekunden 20. Dann brauchen wir diese Zeile hier unten nicht mehr, weil wir jetzt ja buchstabenweise ausgeben. Was stehen bleibt, ist dieses Timesleep Millisekunden 1000, also eine Sekunde. Das ist jetzt quasi die Pause, die er macht, nachdem er einmal den Schriftzug zeichenweise gesendet hat, sodass hier nicht alles über den Bildschirm rattert, sondern immer mal wieder eine kleine Pause ist. Dann kann man das auch einfach wieder starten. Vorher natürlich, oder auch später, das ist egal, das Programm am C64 starten, dann einmal hier starten. Und schon geht's los und wir haben immer noch, ja, nee, geht eigentlich. Das war jetzt einmal ein Übertragungsfehler am Anfang, sehe ich. Aber ansonsten macht es sich jetzt schon mal ganz gut. Was ich jetzt noch mache, dass ich hier mal ein Leerzeichen einfüge nach Hallo Welt. Auch wieder starten. Und jetzt ist also ein Leerzeichen mit drin. Soweit so spannend. Jetzt will ich mal was versuchen, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle hinbekomme. Nee. Nee. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Die Übertragung war doch stabiler als eigentlich erhofft. Aber klar, Vorführeffekt. Wie auch immer, vor dieser letzten Zeile, da ist jetzt so ein, ja, das ist die C64-Version des Klammeraffen, also des Add-Zeichens. Und die kommt daher, oder dieses Zeichen kommt daher, weil das Programm gestartet wurde, während gerade eine UART-Übertragung aktiv war. Er ist da quasi inmitten der Übertragung eingestiegen. Das sind jetzt also Geschichten, die müsste man händisch bzw. als Programmierer im Programm implementieren, damit, wenn sowas der Fall ist, eben keine fehlerhafte Ausgabe stattfindet. Das nur nebenbei nochmal mit auf den Weg gegeben, dass solche Geschichten momentan, so wie jetzt diese beiden Programme zusammenarbeiten, halt nicht unbedingt zuverlässig sind. Aber ansonsten ist das sehr stabil. Wenn man also nicht direkt reinplatzt in die Übertragung, wird jetzt schön immer wieder Hallo Welt ausgegeben, keine fehlerhaften Zeichen mehr, keine Farbänderungen, es wird also auch nichts missinterpretiert oder so. Und wir haben eine Kommunikation zwischen C64 und PyPico etabliert. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Ein ganzer fehlerfreier Bildschirm, das heißt, wir haben im Tony diese Pause zwischen den einzelnen Zeichen ganz gut gewählt, aber auch die Übertragungsrate von 1200 Baud passt hier ganz gut. Sollte sich da irgendwelche Störanfälligkeit ergeben, dann setzt man die Baudrate runter. Je weniger Bit pro Sekunde übertragen werden, umso weniger störanfällig ist die ganze Übertragung. Wenn es also ist, da einfach ein bisschen rumprobieren. Ansonsten haben wir diese Übertragung, diese Kommunikation tatsächlich hier erfolgreich installiert. Und dass das tatsächlich jetzt nicht mehr der PC ist, der hier arbeitet, sondern der PyPico, das möchte ich jetzt auch noch kurz demonstrieren. Dazu muss man hier am Tony das Programm erstmal ausmachen und ich muss es speichern. Jetzt werde ich gefragt, wo ich das speichern möchte. Ich möchte es erstmal bei mir auf dem Computer speichern, unter genau diesem Verzeichnis. Was man jetzt hier machen muss, das ist, dass man als Dateiname Main nimmt. Main ist immer das Hauptprogramm. Das ist das, wonach der Mikrocontroller nachher auf dem Pico eben, wenn er alleine startet, sucht. Das führt er dann als erstes aus. Also main.py eigentlich für Python, das fügt aber Tony selber an, also einfach nur main. Dann habe ich hier mein main.py. Jetzt ist das Programm aber immer noch nicht auf dem PyPico drauf. Dazu muss ich jetzt hier einmal rechtsklick, upload to / also in die Wurzel des Pico. Und erst jetzt erscheint das Programm eben hier auch auf dem Raspberry Pi Pico. Bislang hatten wir das Programm auf dem PC, haben es dann temporär auf dem Pico geladen, mit dem grünen Button eben, mit dem grünen Pfeil. Und der Pico hat es ausgeführt, aber das Programm selber wurde nicht auf dem Pico gespeichert. Also nur in den Arbeitsspeicher, aber nicht wirklich in den Programmspeicher. Und jetzt
können wir den Pico also mal abstecken. Und ich hole mir hier meine Spannungsversorgung. Ich habe hier einfach ein Labornetzteil. Das habe ich natürlich auf 3,3 Volt eingestellt, weil ja eben der Pico 3,3 Volt braucht. Jetzt kehrt sich übrigens auch diese Geschichte um mit dieser Stromversorgung. Das möchte ich noch mal kurz zeigen. Das war also einerseits die Sache mit hier der Stromschiene, damit eben auch der Pegelwandler diese 3,3 Volt bekommt, die er braucht. Und andererseits steht hier 3,3 Volt Out für den Pi Pico. Also 3,3 Volt Ausgang. Das stimmt, wenn man ihn über USB betreibt, USB 5 Volt, dann nimmt sich der Pico aus diesem 5 Volt die 3,3 Volt, die er für sich braucht, und gibt auch am Pin 36 3,3 Volt wieder aus. Wenn man ihn jetzt aber autark irgendwo draußen betreibt, an einem Akku beispielsweise, dann speist man den Pico über diesen 3,3 Volt Pin mit eben 3,3 Volt und dann wird dieser eigentliche Out-Pin, also da steht ja Out, aber dann wird das eigentlich ein Eingangspin eben für die Versorgungsspannung. Genau das habe ich hier gemacht mit meinem Labornetzteil. Ich habe jetzt hier 3,3 Volt, einmal Ground, einmal 3,3 Volt. Und jetzt, sobald ich anstecke, läuft also der Pico los. Er braucht jetzt keinen extra Startbefehl mehr. Sobald der Pico Strom bekommt, schaut er in seinem Programmspeicher, habe ich irgendwo eine Main.py stehen. Und wenn ich das habe, dann führe ich die sofort aus. Und genauso sieht es am Bildschirm aus. Es geht sofort los mit Hallo Welt. Und ich würde sagen, für dieses Video haben wir einen echten Erfolg zu verzeichnen. Unser Tagesziel haben wir erreicht. Ja. Und das machen die jetzt bis zum St. Nimmerleinstag, dass sie sich gegenseitig das Hallo Welt hin und her schicken. Wobei das nicht ganz stimmt. Wir haben ja nur hingeschickt. Wir haben nur vom Pico zum C64 geschickt. Wir haben noch keine Rückmeldung oder irgendwas vom C64 erhalten. Wir wären heute also auch tatsächlich mit einer Eindrahtkommunikation ausgekommen. Von dem Pico zum C64. Den Rückkanal haben wir noch gar nicht benutzt. Das wäre also mal ein Thema für eins der nächsten Videos, das auch noch einzubauen und auch diese gesamte Geschichte etwas komfortabler zu gestalten. Für heute würde ich sagen, haben wir genügend Hallo Welt gelesen, aber das Tagesziel, das Etappenziel ist erreicht. Wir haben eine Kommunikation zwischen diesen beiden. Wir haben sogar eine stabile Kommunikation, keine falschen Zeichen, keine Farben mehr, die irgendwie umgestellt werden. Insofern würde ich sagen, für heute können wir das Video beschließen. Wie immer wünsche ich eine gute Zeit. Bis demnächst. Macht's gut. Ach so. Okay, jetzt habe ich natürlich einen kapitalen Fehler gemacht. Dann haben wir als nächste Zeile falsches Keyboard.